Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Let's celebrate quality. Diese Woche ist die World Quality Week und wir feiern mit dem Podcast. Darum gibt es diese Woche jeden Tag eine neue Folge, damit du mehr Inspiration, mehr Motivation und ein paar neue Impulse hast, um Qualität zu leben und zu feiern. Viel Spaß dabei. Heute wieder mit einer Folge von der OOP 2023 in München. Zu Gast bei mir waren Marco 80er und Gregor Endler, die der Frage nachgehen, was denn eigentlich bei Shift Left und Continuous Everything wirklich funktioniert. Alle wollen das machen, aber was bringt es denn eigentlich? Wo hat man wirklich einen Nutzen davon? Wie kann man ihn messen? Und wie nehme ich die Leute mit auf die Reise, wenn es in die Richtung geht? Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie man die Selbstverantwortung im Team etabliert, wie man Experimente anleitet und diese auch bewertet und immer wieder kritisch drauf sieht, was man eigentlich den ganzen Tag so veranstaltet. Viel Spaß bei der Folge. Hallo Marco, hallo Gregor, schön, dass ihr da seid. Hallo. Schön, dass wir da sein können. Ja, ganz toll. Wir sind ja hier auf der OOP. Ihr habt den Vortrag schon gehabt, euren hier, ne? Und ich habe so dem Abstract gelesen, ihr macht viel mit Continuous Everything, sage ich einmal so, ne? Die ganze Shift-Left-Nummer auch mal zu betrachten und habt da Erfahrungen auch gesammelt und sprecht über diese. Und das ist natürlich immer ein spannendes Thema, weil das wird immer oft verkauft als das, wir müssen alles Shift-Leften und alles irgendwie super automatisieren, weil das bringt uns ganz viel Qualität und so. Und ja, finde ich schön, dass wir uns dazu mal unterhalten können. Und was ist denn das für euch so der Einstieg? Was bedeutet denn das eigentlich so, Shift Left, Continuous Everything? Ja, Continuous Everything, wie der Name schon sagt, also Integration, Delivery, Deployment, das sind ja so die Klassiker. Es geht halt, also für mich persönlich darum, dass man alles so viel wie es geht automatisiert, kontinuierlich tut, das Ganze in den Fluss macht. Und was ich halt sehr oft immer gemerkt habe auf den Konferenzen, es gibt dann Toolhersteller oder Erfahrungsberichte mit, wie kann ich das in ein Tool umsetzen. Aber die Frage, die sehr oft kommt vom Management, ist, wenn ich sowas etablieren will, ja, bringt's was. Und der Vortrag geht eben darum, mit den Daten, die wir auch dann im Unternehmen gesammelt haben, da kommt dann der Greg ins Spiel, der ist so Data Scientist by Heart, sage ich immer. Ah, schön, ja. Findet man das dann irgendwann auch in den Zahlen, dass es was bringt. Jetzt können wir tausende Builds machen und so weiter und so fort. Aber merken wir wirklich was an der Qualität? Können wir das messen? Können wir da was rausholen? Und mit dem Ansatz sind wir da eben mal an die Datenbasis rangegangen. Klar, in dem Vortrag erzählen wir dann auch ein bisschen, was haben wir da eigentlich genau gemacht? Wie haben wir das Ganze adressiert? Und bringt es jetzt wirklich was? Das finde ich ja schon spannend. Wir müssen das natürlich auch, die Podcast-Hörer und Hörerinnen, die kennen den Vortrag ja nicht. Ja. Was habt ihr denn da auch genau gemacht, also so umgesetzt auch davor? Ja, der Klassiker eigentlich, wenn es um technische Umstellungen geht, die Technik ist das kleinste Problem. So Entwickler sind ja meist so, wie sage ich immer, so possierliche Tierchen, die sich nicht ändern wollen. Also wie schafft man es, dass man Entwickler, die jetzt zum Beispiel bei uns im Umfeld eine Clear-Case-Integration gewöhnt waren, also wirklich so, wer es noch kennt, wenn es noch jemand benutzt, I can feel your pain. Also schwergewichtige, langsamere Sachen, selbst wenn man was automatisiert, hat es lange gedauert. Wie schafft man das jetzt, dass die eigentlich wollen, dass das Ganze schneller geht? Und das Ganze ist halt dann mehr eine kulturelle Änderung, eine Mindset-Änderung als eine technische Änderung. Und was wir dann da gemacht haben zum Beispiel ist, dass um sowas zu adressieren, ist zum Beispiel über sogenannte Craftsmanship-Programme eine Motivation für die Leute zu bringen. Also wirklich diese, bin noch ein großer Freund von Dan Pink, wenn man das Buch kennt, Drive, wo er darüber eben schreibt, wie kann man Leute motivieren, etwas zu tun. Und der nennt drei Punkte und für ihn ist das immer die Mastery, der Purpose und der Autonomy auf Englisch. Und wenn man die 3 Punkte adressiert, dann kann man Leute motivieren, dass sie wirklich da mitarbeiten wollen. Und das haben wir zum Beispiel über Craftsmanship-Programme gemacht, wo wir ihnen Autonomie gegeben haben. Also die Teams konnten selbst entscheiden, ob sie teilnehmen. Also es war komplett freiwillig, nicht von oben vorgegeben. Ja. Dann in der Mastery war das, wir haben die Programme so aufgebaut, dass man immer besser werden konnte in seinen Fähigkeiten. Das heißt, man konnte sich verbessern.
oder kann sich verbessern. Wir haben ja immer noch jetzt Level hinzugefügt, um da nochmal ein bisschen Motivation reinzubringen. Und haben immer erklärt, wieso tun wir das, also den Zweck davon. Und damit haben wir zum Beispiel gute Erfolge erzielt bei uns, dass wir den Sinn und Zweck in die Mannschaft gebracht haben. Ein Nachteil von der ganzen Sache ist halt, durch die Autonomie, es geht nicht schnell. Das ist auch das, was wir im Vortrag sagen. Wenn man sowas ändern will, dann geht es über Jahre. Also wir haben da wirklich Daten über die letzten 6 Jahre, 7 Jahre gezeigt, Greg. Preis bis zu 9 Jahre zurück haben. Das ist auch genau das Spannende dann aus der Datensicht, dass das wirklich langsame Prozesse sind, wo sich was ändert und dann sofort einen Effekt hat, sondern dass wir da Daten, die ohnehin erhoben werden, wie aus Source-Control-Systemen, Testsystemen und so weiter, dann über einen schönen langen Zeitraum mittracken kann und da dann rauslesen kann, was es tatsächlich bewirkt, das Ganze. Jetzt ist ja Autonomie und die Freiwilligkeit ja auch so ein Kernelement damit gewesen. Ne? So ein Unternehmen, ne? Da gibt es halt, wenn einige, die dann vielleicht sagen, ach nö, komm, es ist freiwillig, dann mache ich halt nicht mit. Ne? Ja. Das ist natürlich, wenn das eine kritische Masse erreicht, auch blöd fürs ganze Projekt. Habt ihr da, was waren denn da eure Erfahrungen? Wie immer, also Silver Bullet haben wir da auch keine. Ja. Da gibt es ja diese klassische, ich weiß jetzt nicht, von wem die Theorie ist, aber diese Change Management Theorie mit den Pilot-Usern, der Early Adopters, der Early Majority, genau. Late Majority. Und selbst da hat man ja schon die sogenannten Laggards, also die letzten 10% im schlechtesten Fall, die sind immer dabei, die kann man nicht ändern. Also eine wichtige Erkenntnis ist da, du kannst nicht immer jeden mitnehmen. Und ich habe immer noch 1 oder 2 Arbeitskollegen, die behaupten, ClearCase war das bessere Versionskontrollsystem, wie jetzt geht. Ist halt so. Ja. Aber du musst das natürlich schaffen, dass der Hauptteil der Leute interessiert ist. Und bei uns war zum Beispiel eine Vorgehensweise, dass wir klassisch eigentlich in so einem Change Management Leuchtturm Pilotteams gesucht hatten, wo hoffentlich auch starke Meinungsmacher drin sind. Man kennt es ja in jeder Entwicklungscommunity. Wenn man sich da mal umschaut, da sind überall ein paar Alpha-Tierchen dabei. Natürlich. Ja. Und wenn man die natürlich überzeugt, dass sie da mitmachen, dann hat man natürlich super Multiplikatoren, weil die tendieren ja dazu, dann zu erzählen, was sie machen. Ja. Und wenn die das gut finden, dann werden natürlich auch andere Entwickler zumindest neugierig. Und aus der Neugier machen sie dann vielleicht mit. Und so haben wir es dann über die Zeit geschafft, dass wirklich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube 90% unserer Teams oder fast 100% sind zum Beispiel in diesem Craftsmanship-Programm dabei. Und die Hälfte, würde ich sogar sagen, aktiv. Also das kam dann wirklich so über die Zeit, aber es waren wirklich Jahre. Also es war, glaube ich, ein Zeitraum von 2, 3 Jahren, die wir gebraucht haben, bis das Programm sich so in der Kultur bei uns etabliert hat. Ja, also der Kulturwandel braucht halt seine Zeit. Ne? Das weiß jeder Organisationsentwickler, Change Coach oder sonst irgendwas. Genau. Ne? Sowas fällt nicht von heute auf morgen vom Himmel. Ne? Das heißt, diese Craftsmanship, die haben sich dann quasi einfach so das Thema dann auch genommen, zum Beispiel eben das alte Kontrollsystem abzulösen durch Git. Ist das? Nee, das kam zentral. Also ja, ach so. Die Kunst der Sache ist dann auch, die Level-Definition haben wir in der Hinsicht genutzt, dass wir allgemeine Testthemen zum Beispiel adressiert haben. Also was man wirklich sagt, das ist so das Skillset von dem Tester oder ein Entwickler, der testet, sollen wir das haben, das Skillset. Und aber auch gleichzeitig aktuelle Painpoints adressiert haben, wie zum Beispiel, wir hatten dann schon also die Source-Control-Umstellung, die war kurz davor. Aber aufgrund dessen hatten wir zum Beispiel dann schon Continuous Integration eingeführt mit was für einem Effekt. Die meisten Builds waren rot und keiner hat sich darum gekümmert. Ja. Ich glaube, das ist so ein Effekt, den kennen auch viele. Und da war dann die Frage, okay, können wir das irgendwie adressieren in einem Craftsmanship-Programm? Und das haben wir dann zum Beispiel in den Levels rein. Also wir haben zum Beispiel gemeint, eine der Basic-Levels war, du hast so ein Bild, da muss natürlich mal ein Test laufen. Im nächsten Level ist, okay, der Bild für deine Tests aus muss aber noch nicht grün sein, sondern du bist dir bewusst, dass der Bild existiert und hat rote Tests. Und dann im nächsten Level, ja, jetzt wollen wir aber, dass der die meiste Zeit grün ist und dass ihr zeigt uns mal, wie schafft ihr das, dass ihr den auf grün haltet und so weiter und so fort. Oder ein großes Problem waren Flaky-Tests. Kennt man ja die berühmten Tests, die abhängig von der Mondphase oder des Wochentags mal machen, was ihr wollt. Das ist schlimm, ja.
wie gehen wir mit denen um? Was macht das Team da, um da besser zu werden? Und da dann eben auch Vorschläge von zentraler Stelle, dass die das umsetzen. Wie zum Beispiel war unser Vorschlag damals halt ein Quarantänebild. Also wenn ein Test umfällt und flaky ist, ist per se erstmal nicht mal schlimm. Schlimm ist, wenn du dich nicht darum kümmerst. Ideal ist natürlich zum Beispiel, wenn du ihn innerhalb von 2 Stunden korrigierst und er ist dann grün. Wenn du das nicht schaffst, dann nimm ihn aus der normalen Ausführung raus. Und bring ihn in eine Quarantäne. Dann sorgt dafür, dass dein normale Bild wieder grün ist. Und zum Beispiel solche Sachen. Und das haben zwar dann viele Teams adaptiert. Ich sage dann zwar, weil das war halt eher so eine Vorgabe. Ja. Aber bei vielen Levels haben wir nicht solche Vorgaben, sondern wir haben die Teams motiviert, selber mit Vorschlägen zu kommen. Ein Beispiel wäre da zum Beispiel, dass wir gemeint haben, okay, gebt uns Metriken, wie ihr euren Code optimiert. Erste Rückfrage der Teams war ja, welche Metriken sollen wir nehmen? Unsere Antwort war, sagt es. Ja. Macht euch Gedanken darüber, welche Metriken euch was bringen. Und das war eigentlich immer spannend dann in den Diskussionen, weil das Lustige ist, es sind alle irgendwie irgendwann mal bei Code Coverage und McCabe gelandet. Aber sie haben dir erklärt, wieso. Ja. Und dann haben wir gewusst, okay, jetzt verstehen die den Sinn von Metriken und diese vernünftig einsetzen können und benutzen das halt einfach als Zahl, um die zu optimieren. Ja, super. Es ist ja doch eine Eigenerkenntnis, die motiviert ja immer viel mehr, das auch zu nutzen, als wenn jetzt die Zentralabteilung sagt, du musst diese Metrik nutzen, weil das haben wir so definiert. Ne? Also, Das ist direkt wieder ein Beispiel für die Autonomie. Ja. Ja, genau. Ja. Die Flaky-Tests sind übrigens was man auch super an den Daten dann sieht, was der Effekt davon ist. Weil relativ knapp nach dem Losgehen der Craftsmanship-Programme ist erstmal die Zahl der Flaky-Tests prozentual gesehen gestiegen. Zwar relativ flott, weil dann halt einfach mehr Leute begonnen haben, Tests zu schreiben, die es vielleicht noch nicht so häufig gemacht haben, ist die Theorie. Okay. Und dann schießt das natürlich erstmal nach oben und dann kommen die Sachen wie, sei dir bewusst, was es bedeutet, wenn da ein Flaky-Test drin ist, wie Marco gerade erwähnt hat. Und dann sieht man richtig schön in der Anzahl der Flaky-Tests, wie die schön langsam abfallen und dann auf einem relativ geringen Niveau sich Ja, das spannend. ist richtig. Die eine Linie zeigt exakt durch, wie der Umgang mit den Flaky-Tests oder mit Tests generell gelaufen ist. Ja. Und habt ihr ja gelöst damit dann auch, ne? Also es ist nicht nur gestiegen, ja auch wieder runtergegangen. Ne? Es ist ja, Also gelöst würde ich es nicht nennen. Das ist auch so eine Erkenntnis, die hatte ich über die Zeit. Das ist ein Problem, glaube ich, wird man nie lösen. ja. Ich war mal, sage ich auch im Vortrag, ich war mal einer der Hardliner, der gemeint hat, es kann nicht sein, dass ein Test instabil ist. Ja. Stabilisiert das Ding. Inzwischen habe ich die Überzeugung, also wenn ein Bild 100% grün ist, also dann einmal Glückwunsch, du hast stabile Tests, aber die schlechte Nachricht ist, anscheinend arbeitet keiner mehr. Ja. Es ist einfach natürlich, wenn die Leute arbeiten, werden Fehler gemacht und dadurch hast du immer so einen Bodensatz im System an irgendwelche Instabilitäten. Wie gesagt, das Wichtige ist halt nicht ignorieren, finden einen Weg, das zu behandeln, schau, und dass der Hauptteil deiner Bilds grün ist und du nicht die Ausführung von so Flaky-Tests dir versauen lässt und die Leute fangen an, alles zu ignorieren. Dann kann ich auch ein Bild abschalten. Ja, genau. Ja. Also sehr spannend. Also das heißt, ihr habt quasi dann über Jahre mal dahin gearbeitet, ne, das Ganze auch umzusetzen, aber dann beginnt ja auch der spannende Teil, das zu evaluieren. Und ich glaube, das machen ja, also zumindest von meinen Kunden wenige oder gar keine, würde mir jetzt einfallen, ja wirklich auch darauf schauen, was bringt uns das denn eigentlich? Ne? Wie kamst du denn überhaupt zu der Fragestellung, dass ich gesagt habe, wir wollten das mal sehen? Also ich finde ja ganz prinzipiell, dass man da sowieso in der Bringschuld ist. Ja. Weil wenn man Dinge einführt und sagt, das macht's besser, dann hat man auch die Verpflichtung nachzuweisen, dass es wirklich so ist. So soll es sein, ja. Aber die guten Nachrichten dabei sind, dass man da eine Menge Daten verwenden kann, die sowieso anfallen. Also man hat sowieso im Hintergrund ein Source-Control-System laufen, wo man zeitgestempelt Sachen rauslesen kann. Man hat sowieso die Testausführungen irgendwo protokolliert, die Anzahl der Tests. Daraus kann man dann schon allein die Flaky-Tests rausberechnen. Und man kann eine Riesenmenge Sachen machen mit Dingen, die man ohnehin sammelt, die man nicht extra erheben muss. Das ist dann erstmal ein bisschen Aufwand, da durch die Datenpools reinzugehen, aber es ist zumindest mal möglich. Wie seid ihr denn überhaupt dahin gekommen, herauszufinden, was ihr eigentlich messen wollt? Da muss ja auch irgendwie vorher ein bisschen Gedanken dazu sein, ne? Also Ich muss dazu sagen, also ich beschäftige mich schon länger mit dem Thema Softwarequalität und Metriken. Also habe bei uns auch in der Firma beim Softwarequalitätsboard mitgearbeitet und öfter mal überlegt, okay, welche Metriken sind eigentlich interessant? Und
da bin ich schon länger zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich nur 2 Metriken wirklich interessant sind für die Softwareentwicklung. Wie lange brauche ich, bis eine Änderung beim Kunden ist? Und wie oft beschwert er sich über meine Software? Also auf Deutsch. So simpel, ne? Durchlaufzeit und das Feedback vom Kunden, meistens bei den Leuten halt Defects oder Bugs oder wie immer es genannt wird, Tickets. Und da haben wir gemeint, das sind die Metriken, die wollen wir jetzt mal messen. Mit den ganzen Sachen, die wir machen, und wir wollen ja eigentlich schneller werden, weil hört man jetzt immer öfter ja auch, dieses ganze Continuous Integration, Delivery, Deployment geht ja darum, möglichst schnell beim Kunden zu sein und die Feedbackzeit zum Entwickler zu minimieren. Das heißt, okay, wir messen mal die Durchlaufzeit und das nächste ist dann einfach, wie viele Tickets kriegen wir eigentlich pro bisschen. Was jetzt bei uns besonders spannend war, weil wir haben ja zum Beispiel unsere ganze Softwareentwicklung von dem branch-basierten Ansatz auf Trunk-Based Development umgestellt. Also wirklich, dass wir alle unsere Kunden seit 2 Jahren jetzt aus derselben Mainline beliefern. Und davor war das wirklich ein schwergewichtiger Entwicklungsprozess mit unterschiedlichen Versionsbranches dann, wenn ich einen Fehler finde, auf 5 Branches fixen, sich überlegen, okay, wo könnte in welchem Branch könnte der noch sein. Und da war natürlich auch die Postulierung, dass wir weniger Defects dann haben. Und dadurch kam dann die andere Metrik auch rein. Das heißt also, wir haben uns dann auf die 2 Metriken konzentriert, um zu gucken, hat es denn was gebracht. Und da ist auch das Interessante, man merkt es über die Laufzeit der Jahre. Also es ist wieder ein langfristiger Prozess, den man sich anschauen muss, aber wenn man sich dann die Daten mal genau anschaut, merkt man über die Versionen, wie wir schneller werden. Und zwar signifikant schneller, also wirklich von Tagen im Stundenbereich und bei Defects auch, vor allem wenn man wir haben da so eine schöne Slide, wo man die Defect-Raten nebeneinander zeigen, ohne Skalierung und alles. Also das hat der Greg dann schön aufbereitet, vielleicht wird er dann noch ein bisschen was dazu sagen, um zu sehen, dass man hat ein Muster, das ist immer ganz lustig, also immer um Release rum, das heißt, wir sind eine Plattform, das heißt, wenn wir so werden wir relativ schnell integriert woanders. Das heißt, da gab es dann früher immer ganz viele Defects, die gefunden haben, und da ist dann immer so Spitzen in der Defect, in Flow, was natürlich nicht wünschenswert ist, weil das sind natürlich dann Spitzen für die Entwickler, wo die abarbeiten müssen. Ja. Das ist ja richtig eine Störung dann im normalen Arbeitsablauf. Und jetzt zum Beispiel mit Trunk-Based Development wird das eine flache Kurve. Also das wird wirklich ein konstanter zwar Inflow, aber auf einem niedrigen Niveau. Und das ist natürlich viel schöner abzuarbeiten. Ja. Und das ist total signifikant und total sichtbar. Besonders schön, also bei den alten Releases von den älteren Versionen, hast du richtig die Spitzen drin, wie Marco gesagt hat. Dann gab es eine Version, wo noch nicht Trunk-Based gearbeitet wurde, wo die Spitze ein bisschen abgeflacht war, weil ihr auf eine andere Art und Weise dran hingearbeitet habt, nicht mehr diese irrsinnigen Release-Defects-Spitzen zu haben. Und dann beim Trunk-Based sieht man es richtig klar, dass die einmal so ein bisschen hochgehen am Anfang vom Projekt und dann fröhlich auf einem recht konstanten Niveau rumdümpeln. Bisschen nach oben, bisschen nach unten, klar. Aber eine richtig schön stabile Kiste ist es da eigentlich zu dem Zeitpunkt. Und da kann man sich dann schon viel eher vorstellen, dass man das im Arbeitsalltag mit einbauen kann, als wenn diese riesigen Release-Defect-Pakete daher kommen. Ja, es ist ja dann auch noch einmal eine quantitative Darstellung von dem, was die Entwickler wahrscheinlich im Alltag einfach auch merken, ne? Weil wenn die dann immer diesen Wust an Arbeit auf einmal bekommen, dann nur abkotzen sozusagen. Ne? Und dann hast du aber auch den Proof, das bringt dann auch wirklich was, ne? Und bringt die Arbeitserleichterung, die ich auch spüre. Und noch schöner ist es, dass man, wenn man sie übereinander legt, die Kurven dann auch sieht, dass das Niveau, das tatsächliche Niveau auch tiefer ist. Also diese kontinuierliche Belastung im Trunk-Based, von dem wir gerade gesprochen haben, die ist auch niedriger als das Tail-End von den großen Defect-Paketen. Ja. Aber was waren denn noch so Erkenntnisse, die ihr da ausgewertet habt aus den Daten sozusagen? Okay, die Flaky-Tests hatten wir, dass man das richtig schön auswerten kann, die Durchlaufzeiten. Generell an den Daten ist immer wichtig, erstmal, dass man sie überhaupt erfasst. Das war eine Erkenntnis, die hat man aus einem anderen Projekt, weil Greg ist aber in einer anderen Firma wie ich. Wir haben uns über ein Kollaborationsprojekt kennengelernt, wie man Tests, die man ausführen sollte, basierend auf einer Änderung ausführen. Welche sollte man da nehmen? Und da haben wir viel gelernt über unsere Datenhaltung, was für Datentöpfe haben wir und wie können wir die verknüpfen. Und sehr oft sind es sehr einfache Maßnahmen, die man dann vielleicht an seinem Tooling im Entwicklungsprozess einfach nur
schnell implementiert, weil es eine Kleinigkeit ist, die einen aber dann ermöglicht, dass man diese Datentöpfe verknüpfen kann, um überhaupt diese Auswertungen zu fahren. Also ein ganz einfaches Beispiel war, wir hatten eine Datenbank, wo wir zwar die Builds referenziert hatten und welche Tests sind da drin gelaufen, um eine Langzeitanalyse da drauf zu machen. Aber als wir das Ganze dann mit den Änderungen im Source Control verknüpfen wollten, haben wir gemerkt, da fehlt ein Feld für die Versionsnummer. Also trivial, eine Spalte mehr in der Datenbank und wir hätten diese ganze Informationskette auswerten können. Trivialität haben wir dann eingebaut und konnten dann auch das Ganze historisch noch ein bisschen rekonstruieren, dass wir dann unsere Analyse noch machen konnten, rückwärts. Aber das sind halt so Trivialitäten, wenn man sich das mal überlegt, was für Datentöpfe hat man eigentlich, immer schauen, ob dass man die auf einfache Art verknüpfen kann. Das war eine große Erkenntnis und da schauen wir jetzt auch überall eigentlich drauf, okay, kann ich mit den Datentöpfen, wie kann ich die zusammen auswerten? Das ist auch direkt wieder, was erst ermöglicht hat, die Flaky-Tests festzustellen. Weil mit dem Bild, das ist ein Paket, wenn da mal einer rot-grün ist, dann ist es relativ grob granular. Allerdings dank der Verknüpfung kann man ja bis auf Change-Set, bis auf Commit-Ebene runter für jeden Testfall. Und dann ist es halt ziemlich einfach nachzuschauen, welcher Test hat denn bei selben Softwarestand unterschiedliche Dinge getan. Ja. Jetzt habt ihr ja gesagt, das ist so schön, es gibt diese 2 Hauptmetriken, ne, die da relevant sind. Das eine ist, kommen wir schneller an den Kunden ran, das andere meckert herum. Ne. Das habt ihr euch wahrscheinlich auch angeschaut. Ne, so, wie ist denn da so, was hat sich denn da so verändert über die Zeit, wo ihr so begonnen habt mit der ganzen Umstellerei bis heute? Ja, ein großes Ding ist, dass wir wirklich das Mindset der Entwickler geändert haben. Ich habe angefangen 2006 in dem Bereich zu arbeiten, da noch im zentralen Testteam. Das war auch was wir geändert haben. Wir haben nur noch ein kleines zentrales Testteam. Und das war noch wirklich so dieser Kampf zwischen Entwickler und Tester. Also ich habe Gerüchte gehört, das mag in manchen Firmen noch so sein. Kann sein. Ja. Das hat sich zum Beispiel bei uns komplett geändert. Also wie wir jetzt zum Beispiel die letzte Source Control Verwaltungsumstellung gemacht haben von Team Foundation Control auf Git, waren es die Entwickler, die bei uns ankamen, wie wir das Tooling angekündigt haben, wir wollen da ändern, kamen die Entwickler haben gemeint, wenn unser Continuous Integration und die Tester gehen, braucht er das gar nicht ausrollen. Also das war damals überhaupt nicht so. Ja. Also das ist wirklich über die Zeit diese Mindset-Änderung, die man da beobachtet hat. Und generell von den Kunden hören wir halt immer öfter, dass sich die, wir sind ein Plattformlieferant, die meckern selten, ne? Die Hoffnung ist natürlich, dass sie seltener meckern, weil sie es besser integrieren lässt. Und nicht, weil sie es nicht mehr benutzen. Okay, wir wissen ja, dass sie es benutzen, weil sie bauen ja ihre Produkte drauf, die werden released, aber es ist wirklich so, dass wir auch teilweise das Feedback bekommen, die Plattform lässt sich einfach schöner integrieren. Wir haben weniger Anpassungsaufwand, wenn die nächste Version kommt. Und das Ganze ist natürlich dann global gesehen, macht es komplette Entwicklung bei uns, bei Helsingers schneller. Ja. Habt ihr sonst, kriegt ihr dieses Anwenderfeedback, was jetzt der aus der Plattform kommt? Na, ist das auch die Fehler, die dann über ein Ticketsystem kommen, wo ihr jetzt auch messen könnt, oh, das wird weniger? Ja, das ist ja die eine Metrik, die wir erfassen, die Zahl geht runter. Das könnt ihr auch wirklich, also habt ihr mit den Zahlen auch genau, das können wir belegen. Das war dann eben auch was das Management eben dann mal sehen wollte, hat denn das alles gebracht, was ihr da gemacht habt. Dann sind wir über die Jahre Entwicklungsprozess umgestellt, Programme eingeführt, wo man erstmal keinen Mehrwert sieht, wie so Craftsmanship-Programme, die kosten ja dann erstmal nur Geld. Bringt das was? Und deswegen haben wir die Metrik eben mal erfasst, um zu zeigen, ja, das bringt was. Unsere Qualität wird messbar besser, wenn man sagt, jetzt Qualität in wie viele Defects, wie viele Fehlerreports bekommen wir da drauf, das geht definitiv runter. Und gibt es etwas in dem ganzen Prozess, ich meine, das ist über mehrere Jahre, da probiert man ja auch verschiedene Sachen auf, ne, und ihr evaluiert ja die Sachen, irgendwas, wo ihr euch vorher gedacht habt, das wird uns super weiterbringen, aber im Endeffekt war da gar kein so großer Effekt messbar. Habt ihr da auch irgendwas gehabt über die Jahre, wo ihr gesagt habt, nee, das war ein Experiment, lassen wir vielleicht doch sein? Okay, was wir mal gemacht hatten, da hat mich dann gestern eben nach dem Vortrag jemand explizit darauf angesprochen, ob das eine gute Idee ist, was sie da tun. Wir haben dann so Seitenprozesse, will ich das mal nennen, die wir etabliert hatten. Und einer davon war zum Beispiel Zero Defect Policy. Das heißt, sobald du einen Defekt hast, musst du den fixen und darfst nichts anderes mehr machen. Kam total schlecht bei den Teams an.
würde ich nie wieder machen. Das sind wir aber wieder bei der Autonomität der Teams, was dann umgekehrt in der nächsten Iteration von dem Programm haben wir das nicht mehr Zero Defect genannt, sondern zwar Bug Jail, aber die Autonomität der Teams war dann, die durften uns sagen, wie viele Defects sie haben dürfen, bis sie nichts mehr anderes machen. Naja. Und dann hat es ja auf einmal anders funktioniert, ne? Weil dann haben die drüber nachgedacht, okay, wie viele Defects können wir uns denn erlauben? Dann waren so ein paar konservativere Teams, die haben gemeint, maximal 2 und dann stoppen wir die Entwicklung. Andere, okay, wir nehmen halt 5 oder so. Ne? Aber insgesamt, obwohl es dann da diese Heterogenität in den Teams gab, insgesamt kam das viel besser an. Wir konnten auch wieder sehen, die Teams nehmen das an und kümmern sich früher um die Defects, die sie reinbekommen. Ja, super spannend, auch wieder die Autonomie und die quasi Selbststeuerung aus dem Team heraus. Ne? Und wenn man die Leute da motiviert, ihnen erklärt, um was es geht, und dann, aber ihr dürft selber entscheiden, inwieweit ihr das dann umsetzt, viel besserer Ansatz. Das ist echt ein großes Lernding von mir gewesen, dass ich immer jetzt drüber nachdenke, okay, wie motiviere ich die Leute, dass sie das selber machen. Ne? Also nicht sagen, so macht ihr das, sondern das ist unser Ziel, das ist unser Problem. Von A, wir wollen von A nach B. Wie kommen wir da hin, Leute? Ja. Wie können wir das schaffen? Ja, genau. Ja. Habt ihr denn jetzt noch was in eurem Backlog so für die nächste Zeit, wo ihr sagt, okay, da geht es jetzt noch weiter, da ist noch Potenzial, was sich noch ändern muss im Prozess oder wo die Teams noch mal ran sollen? Aktuell bei uns ist eher der Fokus jetzt gerade, wenn man sich die Zahlen im Vortrag anschaut, wir haben halt eher jetzt Optimierung erstmal in nächster Zeit im Fokus, also wir führen unglaublich viele Tests aus. Also das ist, ich weiß nicht, ob du noch mal ein bisschen was zu den Zahlen sagen willst, Craig, die du da am Anfang vom Vortrag da immer hin wirst. Ja, spannend. Wir haben uns mal die schöne Metrik angeschaut, wie viele Monate Testausführungszeit haben wir pro Realmonat. Und idealerweise wäre das halt jeweils so eine lineare Kurve bei 1. Also eine Maschine läuft 24/7 und führt alle unsere Tests aus. Ist allerdings so, dass das gewaltig hochgeht bis zu, also ganz 100 Monate pro Monat sind da nicht erreicht worden, aber es ist schon nahe dran. Ja. Und weil halt einfach so viele Tests da sind und so viele sein müssen. Das ist ja auch ein regulierter Bereich, manche muss man ja auch ausführen und dementsprechend ist da einfach eine Riesenmenge an Maschinen und an Rechenpower dran. Und eine Sache, die wir gerade machen, ist ein Machine Learning System zu erproben, das einem sagt, für eine gewisse Source Code Änderung, was sind die wichtigsten Tests, die du als erstes ausführen. Das sind die am wahrscheinlichsten fehlschlagen werden. Und so ließe sich dann zum Beispiel im Gated Check-In oder sowas vereinfachen, weil der kann ja theoretisch beim ersten fehlschlagenden Test aufhören oder bei 10% fehlschlagenden Tests oder welche Schranke man da auch immer festlegt. Und so könnte man die Menge der Maschinen wieder etwas Vertretbares runterdrücken. Gibt noch eine Menge andere Sachen, also die Kurve, die ist nicht mehr so gut gespiked im Mess. Gibt schon immer wieder kleinere Reduktionen in dem Ganzen. Also es ist nicht immer so, dass jeden Monat 100 mehrere Testausführungen stattfinden. Aber das wäre einer der Ansätze, den wir gerade fahren. Was angenehmerweise auch das Projekt ist, mit dem wir beide uns kennengelernt haben. Ja, sehr schön, ja. Wenn jetzt so eine Hörerin von dem Podcast im Entwicklungsteam ist und so die Idee hat, wir wollen da jetzt auch was machen, wir wollen in die Richtung auch mal gehen, wo würdet ihr denn als Tipp so einen Startpunkt geben, wo ihr sagt, okay, fangt mal dort an. In Hinsicht jetzt Shift Left? Ja, genau. Also ich würde mir, was für mich immer ein unglaublich wirksames Instrument ist aus dem Lean die Wertstromanalysen. Also bevor ich irgendwas ändern würde jetzt, vor allem wenn ich anfange, ist, wo ich wirklich hinsetze, eine Wertstromanalyse machen und mir wirklich die Zahlen hinschreibe. Weil meine Erfahrung ist vor allem am Anfang, was man glaubt, was das Problem ist meistens nie das Problem. Ja. Sondern es sind eher andere, meistens sogar Trivialitäten, wo ich auf ein anderes Team warte oder sonst irgendwas, wo dann wirklich die Zeit verloren geht. Und wie gesagt, also was für uns das Wichtigste ist, wir wollen die Feedback-Zeit zum Entwickler minimieren, weil wir sagen, okay, das ist einfach das, was wirklich die Softwarequalität fördert. Und da finde ich jetzt Wertstromanalysen echt gut, weil die zeigen mir knallhart, wo geht meine Zeit verloren. Und wenn ich den Strom dann habe, also dann kann ich mir ja anschauen, ist das jetzt Zeit, die wirklich nicht anders geht, weil ich es nicht optimieren kann,
Oder ist das jetzt was ich, oder was ist jetzt der größte Brocken an Zeit, der mir wirklich was bringt? Genau. Und dann sollte ich mit dem anfangen, den zu ändern, weil die Erfahrung zeigt dann auch, wenn ich anfange, Sachen öfter zu tun oder schneller zu tun, soll ich das eine Zeit lang machen. Und dann schaue ich mir das Problem nochmal an, weil die Problemliste, die ich vielleicht dann am Anfang kreiert habe, die hat sich dann jetzt aufgrund, dass ich das Ganze öfter und schneller mache, schon wieder verändert. Genau. Das heißt, dann sind meine Probleme vielleicht schon wieder ganz andere. Und also so im Allgemeinen ja Wertstromanalyse und öfter iterieren, aber auch ein bisschen Zeit lassen, weil vor allem, wenn man was Größeres ändert, es braucht Zeit, bis sich das einschleift. Und bei manchen Sachen wird man ja auch langsamer. Ja. Also, typisches Beispiel, Trunk-Based Development. Der Entwickler an sich wird erstmal langsamer, weil er muss ja mehr nachdenken. Wir haben auf einmal eine Rückwärtskompatibilität und so weiter mit drin. Man muss dann aber halt wieder Wertstromanalyse die komplette Kette anschauen. Ja, genau. Und nur weil ein kleiner Schritt mal kurz langsamer wird, heißt ja nicht, dass die Kette langsamer wird, sondern die wird ja lustigerweise schneller. Und sowas würde ich immer empfehlen. Also immer den kompletten Wertstrom anschauen, um die richtigen Punkte zu adressieren, um die wichtigen Probleme zu lösen. Super, das ist doch ein schöner Tipp noch zum Abschluss hier für die Zuhörer. Marco, Gregor, ich danke euch sehr, dass ihr hier wart. Das war echt spannend. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf der Konferenz. Danke. Und bis bald. Ne? Ja, bis bald. Ciao.